Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI. Heute zum Thema AGI und ASI. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich? Was für Auswirkungen bedeutet es, wenn wir AGI oder ASI erreichen würden? Und haben wir überhaupt schon vielleicht ASI? Und wie lange dauert es, bis wir das erreicht haben? Darum soll es heute gehen. Ja, das Thema vom Begriff gibt es das tatsächlich schon sehr lange. AGI, Artificial General Intelligence. Das wurde insbesondere zur Abgrenzung von der Artificial Narrow Intelligence, der engen Intelligenz genutzt, mit dem im Prinzip alle bisherigen KI-Anwendungen beschrieben worden sind. Also immer dann, wenn eine KI-Anwendung eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen kann. Ich nenne da immer ganz gerne die Kamera in einem Produktionsbetrieb, die ein Bauteil daraufhin untersuchen kann, ob es in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist, das mit maschinellen Lernverfahren trainiert wurde. Das ist im Prinzip ganz klar eine Narrow Intelligence. Es hat eine Aufgabe und es kann neben diesen Aufgaben auch nichts anderes tun. Artificial General Intelligence, das ist ein Terminus. Da gibt es viele verschiedene Diskussionen. Wir schauen auch gleich mal auf zwei Definitionen. Da spricht man dann eher von der allgemeinen Intelligenz, also eine KI, die allgemeine Tätigkeiten übernehmen kann und also auch verschiedene Aufgaben übernehmen kann und nicht nur auf eine einzelne Aufgabe spezialisiert ist. Und für diejenigen, die ähnlich wie ich sich schon seit längerer Zeit mit dem Thema KI beschäftigen und für die das aus dem Alltag nicht mehr rauszudenken ist, stellt sich natürlich die Frage, haben wir das nicht schon erreicht mit Systemen wie ChatGPT, die im Prinzip ja sehr viele generelle Aufgaben von uns übernehmen können, uns assistieren können? Und was bedeutet es, wenn wir wirklich eine KI hätten, die genauso gut alles kann wie wir Menschen? Und ist das überhaupt die richtige Definition von AGI? Bevor wir uns auf die Definition stürzen, möchte ich einmal kurz zurückspringen. Es gab 2015 nämlich einen sehr spannenden Blogartikel von dem Blog Wait But Why, den ich tatsächlich vor vielen Jahren das erste Mal gelesen habe, der so ein bisschen aufzeigt, in welcher Situation wir uns aktuell befinden. Nämlich hier in so einem schönen, einfachen Diagramm dargestellt. Bisher war es immer so, wir hatten zwar schon viele Anwendungen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, so wirklich smart und intelligent schienen die aber nicht. Also klar, ein Kamerasystem, was Falschteile erkennen kann, ist super hilfreich und kann natürlich die Effizienz, die Produktivität und auch die Qualität in einem Unternehmen erhöhen. Wir würden aber nicht davon sprechen, dass es eine generelle Intelligenz besitzt, ein solches System. Das heißt, wir fanden das vielleicht ganz nützlich, andere Leute haben es wiederum vielleicht belächelt. Wenn wir uns jetzt aber angucken, was passiert, wenn Systeme immer intelligenter werden und quasi einfach immer besser werden, immer mehr Aufgaben übernehmen können, wenn das Ganze eine exponentielle Kurve entlang folgen würde bei der Entwicklung, dann kommen wir natürlich irgendwann zu dem Punkt, an dem die KI mindestens genauso intelligent ist wie wir Menschen und vielleicht sogar so weit, dass die KI alles besser kann als wir Menschen. Und dieser Moment kann natürlich, wenn es exponentielles Wachstum gibt, sehr schnell erfolgen, sodass wir diesen Moment vielleicht nur in einem kurzen Moment erleben werden und die Systeme dann kurze Zeit später schon deutlich besser sind als wir. Das ist natürlich jetzt erstmal nur ein sehr vereinfachtes Schaubild und es scheiden sich die Geister, an welcher Stelle wir jetzt genau stehen auf diesem Zyklus, ob wir uns überhaupt in einem exponentiellen Wachstum befinden oder nicht. Für mich viel spannender ist die Frage, wofür können wir die Systeme, die wir heutzutage haben, überhaupt schon einsetzen und wo geht die Reise hin? Was können wir also in näherer Zukunft erwarten? Insbesondere aus dem Blickwinkel von den Unternehmen, die natürlich immer gerne nach Möglichkeiten schauen, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten, um ihre Produkte zu verbessern, um die Qualität zu erhöhen oder. Und wenn man sich so ein paar Schlagzeilen aus den letzten Monaten anschaut oder auch ein paar Statements von einigen berühmten YouTubern, dann muss man schon sagen, natürlich ist es jetzt fast schon 3 Jahre her, seitdem ChatGPT veröffentlicht wurde und ich glaube, für viele Leute ist es aus dem Alltag auch nicht mehr wegzudenken. Das heißt, in der Breite gibt es, glaube ich, den Konsens, dass diese Systeme extrem nützlich sein können. Abhängig von der Aufgabe, die man damit durchführen will und wo man sich unterstützen lassen will, muss man aber jeweils ausprobieren und kann nur als Experte am Ende einschätzen, ob die Ergebnisse, die dabei entstehen, mir dann auch helfen oder vielleicht auch nicht. Das heißt, wir sehen Schlagzeilen, die sich auf das Thema Halluzination stürzen. Ein Umstand, den ich in einer vorherigen Folge ja schon einmal beschrieben habe, bei dem KI-Systeme
glaubhafte Antworten ausgeben, die aber falsch sind, die einfach darauf beruhen, dass der Mechanismus der Next Token Prediction immer noch eingesetzt wird bei dem Betrieb dieser Systeme und die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die darauf folgenden Worte berechnet werden, was dann dazu führt, dass diese Systeme einfach per Design diese Fehler aufweisen können. Das heißt, dieser Umstand ist immer noch nicht hundertprozentig im Griff. Halluzinationen treten immer noch auf. Es wird natürlich hart daran gearbeitet, die so weit wie möglich zu reduzieren. Aber Sam Altman hat, glaube ich, vor rund 2 Jahren vorhergesagt, dass wir jetzt im Jahre 2025 nicht mehr von Halluzinationen sprechen werden, dass das ein gelöstes Thema sein wird. Und ganz so richtig lag er damit nicht. Also es ist noch nicht aus der Welt geschafft. Andere Leute haben vor 18 Monaten vorhergesagt, dass wir Coder, alle unsere Jobs verlieren würden und viele von uns haben immer noch unsere Jobs. Man muss natürlich dazu sagen, gerade in den USA gibt es jetzt tatsächlich größere Entlassungswellen, die auch häufig damit begründet werden, dass KI genutzt werden soll statt menschlicher Arbeitskraft. Aber wir können das natürlich hier für unseren Standort bewerten. So wirklich können wir nicht behaupten, dass KI jetzt die Arbeitsplätze schon alle ersetzt hätte. Und es gibt ein interessantes Zitat von Roy Amar, der hat gesagt, "We tend to overestimate the effort of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run." Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen, denn natürlich, wenn man auf den sozialen Medien sich umschaut, dann werden die KI-Technologien extrem gehypt. Und auf der anderen Seite in der Industrie ist vieles vielleicht noch gar nicht so angekommen, wie es denn prophezeit wurde. Das heißt, auch hier sehen wir diese Überschätzung, also die Technologie wird kurzfristig häufig überschätzt, aber langfristig tendieren wir eher dazu, Technologien zu unterschätzen, den Einfluss der Technologien zu unterschätzen. Wenn wir uns anschauen, es gibt berühmte Zitate, als das iPhone erschienen ist, ich glaube damals von Steve Ballmer von Microsoft, der das Ganze sehr belächelt hat. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email. Und auch Nokia wurde mehr oder weniger überrascht von dieser Technologie. Und das sind alles Beispiele aus der Geschichte, aus der technologischen Geschichte, wo bestimmte Akteure die Technologie und den Einfluss der Technologie doch deutlich unterschätzt haben. Und auch diesen Fehler sollten wir im Bereich der KI aus meiner Sicht nicht begehen, sondern wir sollten schon mit einem gesunden Menschenverstand dran gehen, aber nicht davon ausgehen, dass diese Systeme sich nicht mehr verbessern würden. Obwohl man dazu sagen muss, selbst wenn diese Systeme, die wir heutzutage im Einsatz haben, sich nicht mehr verbessern würden, glaube ich, haben wir noch sehr, sehr viel wirtschaftliches und auch gesellschaftliches Potenzial, was wir ausschöpfen können, wo wir vielleicht gerade nur an der Oberfläche gekratzt haben. Es gibt auch eine coole Internetseite, die führt immer solche Intelligenztests mit den verschiedenen KI-Modellen durch. Und wenn wir uns das mal angucken, das ist jetzt der Stand von heute von der Webseite, die besten Modelle, das O3-Modell von OpenAI oder auch Claude 4 von Anthropic, die sind schon ganz weit vorne mit dabei. Also die kratzen schon an der 120 IQ-Marke. Natürlich ist so ein IQ-Test immer nur ein Ausschnitt und man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass rein nur das Ergebnis eines IQ-Testes vielleicht noch nicht aussagekräftig genug ist, um einem Modell jetzt zu bescheinigen, dass es sich um AGI oder ASI handelt. Aber es ist sicherlich ein interessanter Indikator und zeigt einfach auch in der Historie, dass sich diese Modelle in der Kürze der Zeit, in den wenigen Jahren, die wir diese Modelle überhaupt in der Breite erst nutzen, doch deutlich verbessert haben. Aber schauen wir doch einmal auf eine Definition oder auf 2 Definitionen zu dem Thema Artificial General Intelligence. Der Begriff ist, wie gesagt, nicht neu, aber jetzt im Zuge des generativen AI-Booms natürlich besonders spannend, einmal drauf zu schauen, wie denn Labore wie OpenAI oder Anthropic das Thema sehen. Und OpenAI hat tatsächlich das vor einiger Zeit nochmal spezifiziert und hat eine sehr, sehr einfache Definition sich gesetzt. Und die sagen, dass sie mit AGI ein autonomes System bezeichnen, das besser als Menschen ökonomisch wertvolle Arbeit durchführen können. Das heißt, wir haben ein System, das kann eigenständig arbeiten und es kann diese Arbeit besser machen als ein Mensch. Und das handelt sich um ökonomisch wertvolle Arbeiten. Das heißt, es lässt natürlich immer noch Raum für Interpretation. Wenn ich jetzt an mich denke, ich würde sagen, zumindest manchmal liefere ich schon ökonomisch wertvolle Arbeit ab, vielleicht nicht immer. Aber mein Anspruch wäre laut dieser Definition, dass dieses System meine Arbeit dann vollständig ersetzen könnte.
Und da sind wir sicherlich noch nicht angelangt. Also wir können jetzt nicht ChatGPT eine Aufgabe geben und 2 Wochen später wiederkommen und finden dann den Status vor, den wir an uns selber stellen würden, die Anforderungen. Allerdings wird natürlich sehr stark daran gearbeitet, die Modelle auch autonomer zu machen, die Modelle agentischer zu machen. Ich hatte da in einem vorherigen Video ja schon drüber gesprochen, was agentische Systeme von klassischen Chatbots unterscheidet. Und da ist es ja insbesondere die Nutzung von Werkzeugen und die eigenständige Entscheidung über diese Werkzeuge und vor allem die Fähigkeit, im Hintergrund auch länger laufende Prozesse durchzuführen. Und da gibt es tatsächlich ein Tool, das nennt sich Claude Code, was ich in einem weiteren Video auch einmal vorstellen werde, das tatsächlich sich an Programmierer richtet. Und das verantwortliche Labor Anthropic, die dieses Modell entwickeln, die haben vor einiger Zeit in einer Demo mal vorgestellt, wie dieses System tatsächlich für 1 Stunde und 30 Minuten eigenständig programmieren kann. Das heißt, wirklich Stück für Stück kleinere Aufgaben sich vornimmt, diese Aufgaben durchführt und dann im Prinzip die nächste Aufgabe angeht und funktionierenden Programmiercode damit erzeugt. Und das ist sicherlich ein Indikator. Natürlich handelt es sich beim Programmieren schon eine Tätigkeit, die man sehr gut verifizieren kann. Das heißt, man kann zumindest syntaktisch gesehen sagen, ob ein Programmiercode richtig ist oder nicht. Natürlich muss auch überprüft werden, ob er überhaupt das Richtige macht, was man möchte, dass der Code macht. Nichtsdestotrotz geht der Trend dahin, immer mehr dieser agentischen Systeme zu veröffentlichen und an den Markt zu bringen. Ich hatte im vorherigen Video, glaube ich, auch erwähnt, dass OpenAI schon mal angedeutet hat, dass sie sozusagen einen Drop-in Remote Worker anbieten möchten. Also im Prinzip einen virtuellen Kollegen, den man sich einkaufen kann, der dann genau wie alle anderen Kollegen auch zumindest in meinem digitalen System mitarbeiten kann. Wenn wir uns das mal bei Anthropic angucken, der CEO Dario Amodei von Anthropic ist das Ganze etwas kritischer. Der mag den Begriff AGI grundsätzlich nicht so wirklich, sieht da auch diesen Hype drumherum. Aber auch er sagt voraus, dass die Systeme immer besser werden. Und er hat vor kurzem sogar gesagt, dass bis zu, ich glaube, es waren 20% der neuen Jobs in technischen Bereichen gefährdet seien durch KI. Und natürlich ist so eine Aussage auf der einen Seite immer mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich um die CEOs der Labore, die uns diese KI-Modelle verkaufen. Aber gleichzeitig natürlich muss man immer bedenken, haben sie natürlich Einblicke in Dinge, die jetzt vielleicht am Markt noch nicht verfügbar sind, aber an denen aktuell gearbeitet wird. Und er redet lieber von Intelligent, von Smart AI und hat da verschiedene Punkte, die er erfüllt sehen möchte. Erstmal, dass es schlauer ist als ein Nobelpreisträger in allen relevanten Feldern. Multimodalität, das heißt, das System kann nicht nur mit Text arbeiten, sondern auch mit gesprochener Sprache, auch Bilder und Videos verarbeiten. Ist sicherlich auch etwas, was wir jetzt schon haben. Er hat auch noch gesagt, kann eine Maus und ein Keyboard bedienen. Auch das sehen wir in Grundzügen schon mit Ansätzen wie Manus AI, OpenAI, Operator und. Auch daran wird also gearbeitet. Es ist eigenständig, das heißt, es kann auch von sich aus Dinge anstoßen und nicht nur auf Zuruf arbeiten und kann mehrere Stunden oder Tage oder auch Wochen allein arbeiten. Und das ist sicherlich etwas, was wir vielleicht noch nicht ganz erreicht haben, also sicherlich, wenn wir jetzt an unsere eigenen Jobs denken, noch nicht erreicht haben. Für bestimmte engere Aufgaben wird aber tatsächlich daran gearbeitet und die ersten Modelle können schon tatsächlich im Hintergrund für uns arbeiten. Es ist abstrakt, es hat also keine physische Entität. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, denn es gibt Forscher, die sagen, wenn wir wirklich menschenähnliche Intelligenz haben wollen, dann ist die Verkörperung, das Embodiment ist quasi eine notwendige Eigenschaft, die dieses System aufbringen muss, weil nur ein System, was auch eine physische Präsenz hat, eine Intelligenz wie wir entwickeln kann. Scheiden sich natürlich die Geister. Dann sagt er noch, dass es replizierbar ist, das heißt, man kann sag ich mal, das beliebig weit hochskalieren, so viel Rechenleistung wie man hat. Es ist schnell und es ist kooperativ. Das heißt, hier sind es doch deutlich, sag ich mal, feingranularere Definitionen. Und hier können wir natürlich sehr gut darüber urteilen, was die Systeme von heute schon können und was sie nicht können. Das Spannende ist aber, dass zunehmend die KI-Labore oder die CEOs der KI-Labore gar nicht mehr nur von AGI sprechen, also einer KI, die irgendwie uns Menschen ebenbürtig ist, sondern zunehmend sprechen wir von Artificial Superintelligence, ASI. Sam Altman hat vor ganz kurzem in einem Blogbeitrag geschrieben, dass wir schon hinter dem Event Horizon sind. Der Takeoff hat begonnen und die Menschheit ist sehr, sehr nah daran, Superintelligenz zu bauen. Und er sagt aber auch, und das wird
deutlich weniger komisch sein, als wir uns das vielleicht vorstellen. Und das finde ich ganz spannend, nämlich diese Ansicht darauf, unabhängig davon, ob wir jetzt zustimmen oder nicht, dass wir nahe an der Superintelligenz sind. Aber ehrlicherweise muss man ja dazu sagen, wir haben sehr fähige Systeme jetzt im Alltag, im Einsatz. Und so wirklich umgekrempelt haben sie das Leben ja nicht. Wir leben immer noch sehr ähnlich wie vorher. Wir gehen immer noch zur Arbeit wie vorher. Und das ist ein Punkt, den man natürlich, wenn man einen Science-Fiction-Roman liest und über AGI vor einigen Jahren gelesen hat oder über ASL, wo das Ganze häufig dann natürlich sehr, sehr anders, sehr disruptiv dargestellt wird. Und ich glaube, das ist ein Indikator dafür, dass die Menschheit an sich sehr flexibel, sehr dynamisch auf solche Umstände reagieren kann und wir uns natürlich anpassen. Und das ist auch eine wichtige Fragestellung, wenn man darüber nachdenkt, was für einen Einfluss denn eine solche generelle oder sogar Superintelligenz auf unser menschliches Leben, auf unseren menschlichen Alltag haben wird. Hier noch ein kurzer Clip von Elon Musk, der sagt Folgendes. I think we're quite close to digital superintelligence. It may happen this year, and if it doesn't happen this year, next year for sure. The digital superintelligence defined as smarter than any human at anything. Er definiert also Artificial Superintelligence schlauer als jeder Mensch in allen Bereichen. Und das Spannende dabei ist natürlich, die Systeme, die wir heute haben, sind natürlich nicht schlauer als wir in allen Bereichen. Es gibt immer gute Beispiele dafür, wo diese Systeme tatsächlich an ihre Grenzen stoßen. Es gibt aber viele Bereiche, wo sie deutlich besser sind als wir. Und das ist schon immer der Fall gewesen. Wenn wir uns den Taschenrechner alleine schon angucken, muss man ja auch dazu sagen, ein Taschenrechner konnte Rechenaufgaben, komplexe Rechenaufgaben deutlich schneller als wir Menschen berechnen. Nichtsdestotrotz hat der Taschenrechner die Mathematiker nicht ersetzt und hat im Prinzip eher noch dazu geführt, dass wir mehr mit Zahlen hantieren und arbeiten. Und hier ist tatsächlich die große Frage, und das kann keiner vorhersagen, man kann nur Vermutungen anstellen, ob wir durch eine solche AGI oder ASI befähigt werden oder ob wir redundant gemacht werden und ersetzt werden. Ich habe dazu noch einen kurzen Ausschnitt mitgebracht von Satya Nadella, dem CEO von Microsoft, der ein sehr, sehr gutes Statement dazu gebracht hat, der das ganze Thema auch ein bisschen erdet und gerade aus Sicht von Unternehmen nochmal einordnet. Which is, this is where a little bit of we get ahead of ourselves with all this AGI hype, which is, hey, you know what? Let's first see if, let's say, developed, I mean, like, remember, like, the developed world is what, 2% growth, and if you adjust for inflation, it's 0. Yeah. So in 2025, as we sit here, I'm not an economist, at least I look at it and say, man, we have a real growth challenge. Yeah. So the first thing that we all have to do is and when we say, oh, this is like the Industrial Revolution, blah, blah, blah. Oh, let's have that Industrial Revolution type of growth. That means, to me, 10%, 7%, developed world, inflation adjusted, growing at 5%. That's the real marker, right? So it's not just, it can't just be supply side, right? It has to be, in fact, that's the thing, right? I think there's a lot of people are writing about it. I'm glad they are, which is the big winners here are not going to be tech companies. The winners are going to be the broader industry that uses this commodity that, by the way, is abundant. Right. Und er sagt tatsächlich einige Punkte, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Zum einen, bevor wir die Technologie überhypen sollten, sollte erstmal gezeigt werden, was für einen wirtschaftlichen Impact die Technologie haben kann. Und er spricht davon, dass aktuell, wenn man das berechnen würde, er gibt zu, er ist selber kein Ökonom, von daher will die Zahlen natürlich jetzt nicht für bare Münze nehmen, aber er sagt, okay, in der entwickelten Welt haben wir nahe 0% Wachstum. Wenn diese Technologie tatsächlich so revolutionär sein sollte, wie es die KI-Labore anpreist, dann müssten wir eher schon in die Richtung 10–20% Wachstum sehen, ähnlich wie es zu Zeiten der industriellen Revolution war. Er sagt aber auch einen Punkt, den ich für extrem essentiell halte, und zwar die eigentlichen Gewinner dieser Entwicklung sind nicht notwendigerweise nur oder überhaupt die KI-Labore, sondern die Endanwender, die diese Technologie nutzen, um damit bessere Dinge zu machen, schneller zu produzieren, effizienter zu sein, vielleicht auch Dinge zu tun, die wir vorher einfach noch nicht tun konnten. Und das ist etwas, was ich tatsächlich seit geraumer Zeit auch schon in Diskussionen mit Unternehmen immer sage, nämlich wir haben tatsächlich die dankbare Situation, dass wir viele verschiedene Anbieter haben, die sehr ähnliche Technologien entwickeln auf sehr ähnlichem Leistungsniveau. Das heißt, wir sind nicht von einem einzelnen Labor abhängig. Natürlich
Überwiegend kommen diese Technologien aus den USA, das muss man dazu sagen. Daher sind Bemühungen in Europa sicherlich angebracht, um hier ähnliche Strukturen zu schaffen und einfach auch Alternativen zu haben. Nichtsdestotrotz ist diese Technologie extrem zugänglich, relativ günstig. Und es liegt an uns zu zeigen, was wir daraus machen, wo wir diese Technologie einsetzen können. Und ich kann hier wiederum nur dafür aufrufen, diese Technologien auszutesten, zu probieren, die besten Experten aus dem Unternehmen hinzuzunehmen, um zu schauen, können wir daraus etwas Besseres machen als das, was wir jetzt haben und wo können wir überall diese Technologie im Alltag einsetzen. Und immer dabei natürlich den gesunden Menschenverstand nicht an der Tür abgeben, sondern da auch versuchen, realistisch drauf zu schauen und die Ergebnisse mit den bestmöglichen Modellen natürlich zu testen. Das ist ganz wichtig, um ein realistisches Bild zu haben. Aber letztendlich ist es so, diese Technologie wird die Welt nicht von heute auf morgen verändern. Das ist einfach systemisch schon nicht möglich. Dafür ist unsere Welt viel zu komplex und in vielen Teilen auch zu träge. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich darüber nachdenken, was für potenzielle Anwendungsfälle möglich werden, wenn diese Technologie in der Breite nutzbar ist, beziehungsweise wenn diese Technologie sich mit einer ähnlichen Geschwindigkeit weiterentwickelt. Zum Abschluss möchte ich da noch ein kurzes Paper zeigen. Es gibt nämlich natürlich auch sehr viele kritische Stimmen. Kürzlich hat Apple ein Paper veröffentlicht, in dem sie versucht haben nachzuweisen, dass diese neueren Modelle, diese Reasoning-Modelle, die also auch logisches Denken nachahmen können, dass das in sich zusammenfällt, wenn man Aufgaben gibt, die einen gewissen längeren Horizont haben. Beispiel die Türme von Hanoi, das ist ein berühmtes Beispiel aus der Informatik auch, was Anfangsvorlesungen häufig genutzt wird. Man hat mehrere Stapel mit unterschiedlich großen Ringen und es muss jetzt umsortiert werden mit Hilfe dieser 3 Stäbe, über die man die Ringe stülpen kann, muss quasi von einem Turm auf den anderen das Ganze in die richtige Reihenfolge dann auch wieder umgeschichtet werden. Und noch so ein anderes Beispiel haben die genutzt, das ist ein berühmtes Logikbeispiel, wo mehrere Personen einen Fluss überqueren müssen und man im Prinzip eine Logikaufgabe dazu beantworten muss. Und da bricht dann laut dem Paper irgendwann dieses logische Denken ein Stück weit zusammen. Je länger man quasi diese Aufgaben vollziehen wird, bei den Türmen von Hanoi kann man beispielsweise die Anzahl der Ringe erhöhen. Bei der Anzahl der Flussüberquerungen kann man zum Beispiel die Anzahl der Personen oder Flussüberquerungen entsprechend anpassen. Und laut deren Erkenntnissen bricht das Ganze zusammen. Das wurde dann lustigerweise versucht zu widerlegen von einem anderen Paper. Das Paper von Apple nannte sich The Illusion of Thinking. Daraufhin hat jemand zusammen mit Claude Opus, also zusammen mit einem KI-Modell, ein Gegenpaper geschrieben, The Illusion of Thinking, wo er das Ganze versucht zu widerlegen. Das heißt, aktuell scheiden sich wirklich die Geister, ob wir von AGI sprechen können oder nicht. Aber ich glaube, als wichtigster Outcome ist für mich, es ist vielleicht gar nicht relevant, ob wir jetzt schon AGI haben, ob wir jemals AGI haben werden. Was relevant ist, was wir mit dieser Technologie machen und aufhören zu diskutieren über Definitionen, sondern versuchen, das Ganze für uns bestmöglich auszunutzen. Und in diesem Sinne würde ich es für heute belassen. Ich hoffe, dass diese doch ein Stück weit theoretische Folge euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt hat. Ich will euch aber nicht sofort entlassen, sondern euch nochmal dazu ermuntern, auch in unseren Podcast Out of Time reinzuhören, in dem Roman Dumitrescu und ich uns immer technologische Zukunftsvisionen anhören, Gedankenexperimente. Und unsere erste Folge handelt tatsächlich auch um das Thema AGI. Die ist jetzt schon ein paar Monate alt. Von daher sicherlich spannend, da auch nochmal reinzuhören mit der Entwicklung von heute, um zu vergleichen, was wir damals so vermutet haben und diskutiert haben. Schaltet also gerne ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt Inside AI und auch bei unserer nächsten Folge Out of Time. Bis dahin.